boah, Liechtenstein, das klingt alles so gut. Das muss wachsen, weil das ist so eine Erfolgsstory. Aber was, wenn ihr mal dann 3-mal, 4-mal so groß seid, wird das dann auch noch so schnell funktionieren? Herzlich willkommen zu Liechtenstein Finance Insights, heute von der Aussichtsplattform Letze oberhalb von Vaduz. Wir haben hier einen wunderbaren Ausblick aufs Städtle und das St. Galler Rheintal und ich begrüße heute David Gamper, den Geschäftsführer des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands. David, herzlich willkommen. Hallo. David ist seit 10 Jahren Geschäftsführer des Liechtensteinischen Anlagefondsverbands, war vorher in verschiedenen Finanzdienstleistungsunternehmen tätig, einerseits in der Vermögensverwaltung, aber auch in der Beratung. Und er wird uns heute einiges über den Fondsplatz Liechtenstein erzählen. Der Fondsplatz Liechtenstein ist in den letzten Jahren extrem gewachsen. Man kann sagen, in den letzten 10 Jahren haben sich die Fondsgründungen quasi verdoppelt und das Volumen bei den Fonds hat sich verdreifacht, wenn ich richtig liege. Was macht den Fondsplatz Liechtenstein denn so attraktiv? Liechtenstein hat sich spezialisiert auf einen Bereich, nämlich den Private Label Fondsbereich. Ja, das heißt kleinere, mittlere Asset Manager, die hier Fonds auflegen, und für die ist eines ganz wichtig: Die Fondsauflage muss schnell gehen. Ja, wir haben eine sehr kurze Time to Market, das heißt sowohl von der Aufsicht her als auch von den Finanzmarktteilnehmern, von den Fondsgesellschaften funktionieren die Prozesse sehr, sehr schnell. Ein zweiter großer Vorteil: Es gibt All-in-Fees, also es gibt Kosten, die international sehr konkurrenzfähig sind, und es gibt, wie schon gesagt, All-in-Fees. Das heißt, der Kunde oder der Fondsgründer, der hat Kosten, Planungssicherheit, und ein dritter großer Vorteil: in Liechtenstein sind Fonds von allen Steuern befreit. Jetzt haben wir gehört, dass Liechtenstein respektive der Fondsstandort in Liechtenstein sehr schnell wächst. Werden die diese Prozesse so zügig beibehalten können? Ja, die Frage kriege ich immer wieder gestellt. Wir haben gerade ein paar Präsentationen in Deutschland gemacht und genau das war die Frage. Hat jeder gesagt, boah, Liechtenstein, das klingt alles so gut. Das muss wachsen, weil das ist so eine Erfolgsstory. Aber was, wenn ihr mal dann 3-mal, 4-mal so groß seid, wird das dann auch noch so schnell funktionieren? Und dann habe ich einerseits einmal geschaut, wie waren das vor 10 Jahren. Und man muss sagen, obwohl der Finanzplatz in der Zeit oder der Fondsplatz so stark gewachsen ist, sind die Prozesse nicht langsamer geworden. Im Gegenteil, sie wurden sogar noch schneller, weil man Optimierungen gemacht hat in der Fondsauflage, in der ganzen Administration. Und ich habe dann mit dem Leiter der Abteilung in der Finanzmarktaufsicht gesprochen, habe ihn interviewt sogar bei einem öffentlichen Auftritt und gesagt, jetzt möchte ich gleich die Frage weiterstellen, und er hat genau das gesagt, dass er sagt, Erfolgsfaktor, flache Hierarchien, gute Personalplanung, und sie sind bereit für weiteres Wachstum vom Fondsstandort. Und er geht davon aus, dass die Prozesse genauso schnell sind, wenn der Fondsplatz 3-mal, 4-mal so groß ist. David, du hast die kurze Time to Market erwähnt. Liechtenstein ist sehr schnell in der Zulassung. Warum ist das so und vor allem, warum ist das so wichtig? Also in Liechtenstein ist es so, dass die Fonds oder die Fondszulassung, die Maximaldauer gesetzlich geregelt ist. Das heißt, im Gesetz steht drinnen, maximal 20 Arbeitstage für Alternative Investment Funds, maximal 10 Tage für UCITS Funds, also Wertpapierfonds. Ja, das ist schon mal die Grundvoraussetzung. Das heißt, die Finanzmarktaufsicht hat einmal diese maximale Frist. Auf der anderen Seite ist es so, dass die Finanzmarktaufsicht sogar noch schneller ist, obwohl sie sehr genau prüft. Wie schaffen wir das? Es gibt für viele Unterlagen Templates, Muster, die eingereicht werden. Also das ist sehr unterstützend. Auch die Firmen selber, die Unternehmen, die Fondsgesellschaften arbeiten sehr, sehr schnell, weil sie genau um die Wichtigkeit wissen, dass eben eine Fondsgründung schnell funktioniert. Weil, gerade wenn man jetzt so die Private Label Fonds anschaut, der Private Label Fondssektor, das ist ja so, dass das nicht die großen Asset Manager dieser Welt sind, sondern eher kleinere und mittlere Firmen. Und die haben oft dann ein paar Anleger, die ihnen beim Start helfen. Nur die wollen natürlich auch nicht ein Jahr warten, bis der Fonds gegründet ist. Ja, da ist es wichtig, dass die schnell starten und
Zeit heißt in dem Fall auch Geld für die Vermögensverwalter. Das hört sich gut an. David, Liechtenstein ist Mitglied im Europäischen Wirtschaftsraum. Was heißt denn das für den Anleger? Ja, ich möchte gleich zuerst einmal den Europäischen Wirtschaftsraum erklären, weil viele setzen es gleich mit der EU. Aber es ist EU plus Norwegen, Island und Liechtenstein. Ja, also diese 3 Länder dazu. Das heißt, diese 3 Länder übernehmen EU-Recht 1:1. Das heißt, wenn ein Anleger in einen liechtensteinischen Fonds investiert oder auch in einen norwegischen, dann hat er dieselbe rechtliche Sicherheit wie bei einem Fonds aus der EU. Und jetzt ist Liechtenstein auch noch gleichzeitig in der Zollunion mit der Schweiz. Was bedeutet denn das für den Fondsbereich? Ja, das bringt noch zusätzliche Vorteile. Wenn man nämlich die Fonds in der Schweiz auch anbieten will, dann hat man von Liechtenstein aus bestimmte Vorteile. Das heißt, jemand, der einen Fonds gründet und sagt, ich habe auch Anleger in der Schweiz, für den ist Liechtenstein der ideale Standort. In der Schweiz gibt es zum Beispiel eine Steuer, wenn man einen ausländischen Fonds kauft. Nicht für Schweizer Fonds, aber für einen ausländischen Fonds schon. Aber Liechtenstein durch die Zoll- und Währungsunion gilt nicht als Ausland. Das heißt, diese Steuer fällt für Anleger, die in der Schweiz ihr Wertpapierkonto haben, weg. Auf der anderen Seite haben aber Schweizer Fonds zum Beispiel keinen EU-Pass, das hat Liechtenstein wieder. Also wir haben die einmalige Situation, dass Liechtenstein der einzige Standort in Europa ist, der diese Steuervorteile der Schweiz genießt, aber auf der anderen Seite die Fonds in ganz Europa anbieten kann. Das gibt es sonst nirgends, in keinem Land Europas. Hört sich gut. Dann gibt es weitere Kriterien, die wichtig sind bei der Auswahl eines Fondsstandortes, auf die der Anleger oder der Gründer achten sollte? Ja, einerseits, wir haben es schon genannt, Time to Market, Kosten, fixe Kosten, Steuervorteil zählt für viele. Ja, was immer mehr ein Thema wird aufgrund der geopolitischen Lage, ist die politische und wirtschaftliche Sicherheit von Liechtenstein. Ja, Liechtenstein hat ein stabiles politisches System, hat eine stabile wirtschaftliche Lage, hat keine Staatsschulden, AAA-Bonität und das wird für viele Anleger immer wichtiger. Die internationale Zusammenarbeit in Steuerfragen, ist das wichtig für den Fondsstandort Liechtenstein? Für die Fondsbranche ist das ganz wichtig. Steuertransparenz, ganz wichtig für Fonds, ja, weil einerseits, wenn du in einem Standort bist, der nicht steuertransparent ist, dann haben die Fonds schon Schwierigkeiten, Investments zu tätigen. Also für uns ist das ganz essentiell. Auch wenn ein Anleger dann sagt, ich lege in einem Fonds an, in einem Domizil, wo das nicht so steueroptimal ist, sagen wir es einmal so, dann hat er auch immer Angst, ja, dass dort irgendwas, das Finanzamt aufmerksam wird. Also für uns ist die Steuertransparenz sowohl von der Investmentseite als auch von der Anlegerseite ganz ein wichtiger Punkt. David, was macht einen Fonds zu einem geeigneten Gefäß für eine Geldanlage? Einerseits kann ich mit kleineren Geldern sehr breit streuen, nutzt professionelles Know-how. Und es gibt sogar Länder, in denen Fonds Steuervorteile bieten. Es hängt aber ab, in welchem Land der Kunde ist. Und Fonds können zum Beispiel auch Wertpapiere viel, viel günstiger kaufen, als wenn ich jetzt als kleiner oder mittelgroßer Anleger selber die Wertpapiere kaufe und zusammenstelle. Dann gibt es andererseits aber auch große Anleger, ja, die dieselben Vorteile nutzen, aber für sich selber einen eigenen Fonds auflegen, oft sogar, weil dadurch die Administration einfacher wird, weil die Fondsgesellschaft die ganze Administration übernimmt. Und dann habe ich noch dazu ein von der Finanzmarktaufsicht geprüftes Produkt. Ja, und das gibt mir noch einmal zusätzliche Sicherheit. Und welche Arten von Fonds bieten denn die Fondsgesellschaften in Liechtenstein an? Ja, das ist sehr vielfältig. Wir haben einerseits die Wertpapierfonds, andererseits die alternativen Investments. Und die Wertpapierfonds, da gibt es klassisch Aktien, Anleihen mit allen Subformen von den Anleihen, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, Wandelanleihen, High-Yield-Bonds, Cat-Bonds. Also da gibt es ganz verschiedene Arten von Anleihen. Und die alternativen Investmentfonds, das geht los bei den Klassikern wie Immobilien, Private Equity. Aber
das geht noch in viel weitere Investments hinein. Also da kann man in Kunst investieren, in Kryptowährungen und sogar. Also da gibt es wirklich keine Grenzen. Und gerade die Anlagevielfalt ist in Liechtenstein besonders groß. Warum? Wir haben Private Label Fonds, ja, das heißt externe Asset Manager, die mit den verschiedensten Ideen nach Liechtenstein kommen und dann Fonds auflegen. Das heißt, es gibt ein extrem breites Anlagespektrum. Da hast du mir ein gutes Stichwort gegeben. Liechtensteins Fondsstandort ist ein Experte für Private Label Fonds. Was versteht man unter Private Label Fonds genau? Der klassische Fonds kennt man, ja. Das ist eine große Fondsgesellschaft. Die haben das Wertpapiermanagement, das Asset Management im selben Haus. Die haben auch eine eigene Fondsgesellschaft. Aber dann gibt es Asset Manager oder Vermögensverwalter, die sind eben nicht so groß, dass sie eine eigene Fondsgesellschaft haben oder haben das Know-how nicht und sagen, wir wollen uns gar nicht auf den Bereich spezialisieren. Wir sind Asset Manager und nicht Fondsadministratoren. Und die suchen sich dann eine Fondsgesellschaft, die legt für sie einen Fonds auf und sie machen das Asset Management, die Kundenberatung, aber die Administration des Fonds, das überlassen sie den Spezialisten. Und genau das ist der Bereich, in dem Liechtenstein stark ist, diese Private Label Fonds. Über 85%, fast 90% aller Fonds in Liechtenstein sind Private Label Fonds. Und warum hat sich Liechtenstein gerade auf diese Private Label Fonds konzentriert? Ja, Liechtenstein ist nicht der Standort der großen Asset Manager. Ja? Das ist Luxemburg, Irland, dort sind die großen Asset Manager. Wir haben uns spezialisiert auf den Bereich der Vermögensverwalter, der Family Officers, die eben dann ihren eigenen Fonds auflegen, Fondsboutiquen. Das ist unser Klientel. Ja? Weil diese Private Label Fonds werden an den großen Standorten aus meiner Sicht zu wenig beachtet und wir haben uns deshalb darauf spezialisiert und haben offensichtlich Erfolg damit, weil wir Dienstleistungen anbieten können, die eben genau auf dieses Klientel ausgerichtet ist und das können die Großen vielleicht halt nicht so spezialisiert machen wie wir. Jetzt immer mehr Kunden wollen nachhaltig agieren, wollen Gutes tun. Lässt sich das mit einem Fonds bewerkstelligen? Ja, es gibt sehr viele Fonds, die auf Nachhaltigkeit spezialisiert sind. Da muss man unterscheiden, da gibt es die einen, die einfach schauen, dass sie eben bei den Investments berücksichtigen, dass sie die Umwelt nicht schädigen, ja, und da Rücksicht nehmen und eher Unternehmen auswählen, die grün orientiert sind. Und es gibt sogar solche Fonds, die man nennt es Impact bewirken, also die richtig grüne Projekte unterstützen. Beides gibt es in Liechtenstein, gerade die größeren Gesellschaften aus Liechtenstein bieten Fonds an und die findet man auch auf der Homepage des LAFV. Jetzt hört man immer wieder Greenwashing, auch im Fondsbereich nehme ich an. Ja. Was tut man da dagegen? Oder was gibt es für Qualitätszertifikate, Merkmale? Ja, da hat eben die Europäische Union eine Regulierung eingeführt. Da wird ziemlich streng kontrolliert. Eben, da gibt es sogenannte hellgrüne Fonds, dunkelgrüne Fonds. Und da ist schon manchem dann zum Verhängnis geworden, dass er seine Fonds grüner dargestellt hat, als sie dann wirklich waren. Und bei der entsprechenden Prüfung durch die Finanzmarktaufsicht sind sie dann durchgefallen. Und das war dann das Greenwashing. Greenwashing, das wird heute immer weniger gemacht. Ja. Stichwort Kosten. Wie verhält es sich mit den Kosten, wenn man in Liechtenstein einen Fonds auflegen will? Also die Gründungskosten und die Verwaltungskosten, also die laufende Verwaltung des Fonds, sind im internationalen Vergleich sehr, sehr konkurrenzfähig. Ja. Es gibt auch sogenannte All-in-Fees. Das heißt, man hat eine sehr hohe Planungssicherheit bei der Gründung von einem Fonds. Auch die Aufsichtskosten der Finanzmarktaufsicht sind international sehr konkurrenzfähig. Und wie sieht es mit der Besteuerung aus? Also grundsätzlich zahlt der Anleger in seinem Heimatland, dort wo er wohnt, die Steuern auf die Erträge des Fonds. Oft ist es aber auch so, dass der Fonds im Land, wo er beheimatet ist, auch noch einmal Steuern zahlt. Ja. Also der Anleger muss sozusagen zweimal Steuern zahlen. In Liechtenstein ist das nicht der Fall. Fonds sind komplett von der Steuer befreit. Das heißt, der Anleger hat nur die Steuern seines Heimatlandes zu zahlen. Wie werden auf dem Fondsplatz Liechtenstein die Anleger geschützt und wer beaufsichtigt eigentlich die Finanzmarktteilnehmer? Also in Liechtenstein gibt es eine Finanzmarktaufsicht. Wie in allen Ländern der EU, eben auch in den Ländern des EWR, dazu gehört Liechtenstein.
Die Finanzmarktaufsicht Liechtenstein beaufsichtigt die Marktteilnehmer. Die sind da für den Anlegerschutz, für die Finanzmarktstabilität und für die Beaufsichtigung. Und unsere Finanzmarktaufsicht ist auch Teil der europäischen Aufsicht, der ESMA, die in Paris sitzt. Und sie hat dieselben Rechte und Pflichten wie die anderen Aufsichten innerhalb der EU. Herzlichen Dank, David, für deine Zeit und deine Informationen. Das war sehr hilfreich und wir haben uns sehr gefreut, dass du hier warst.